Ich konnte nächsten Tag dann nochmals in einer Massenansammlung dabei sein und konnte den Traberhof mit hoch erhobenem Stock und frei verlassen. Die Frau Pawe hat immer wieder berichtet, wie ihr Mann so sehr belastet war. Er hat Multiple Sklerose gehabt und er hat erzählt, dass er im Krieg von einem Lazarett ins andere gekommen ist und nicht kriegsfähig war, immer schlimmer geworden war und dass er am Ende des Krieges so die Heimat verlassen mussten und die in Rosenheim gelandet sind. Auf jeden Fall, er war schwerst gehbehindert und auch die Arme ganz schwer konnte er sie nur bewegen. Beim Rasieren zum Beispiel brauchte er immer die zweite Hand dazu. Ich war öfter mal bei ihr gewesen und sah, wie krank ihr Mann gewesen ist. Er konnte sich praktisch nur zwischen Bett und Tisch vorwärts bewegen. Man musste ihm die Hand halten, dass er den Löffel zum Mund führen konnte. Also ein ganz, man könnte sagen, todkranker Mensch, der nur so dahin vegetierte. Als Erich Barwey im Spätsommer 1949 von den Geschehnissen am Rosenheimer Traberhof erfährt, bringt seine Frau ihn dorthin. Sie beide standen mitten in der Menge, als Bruno Gröning hier war. Und auf einmal hieß es, Herr Gröning fährt weg. Und sie lief dann durch die ganze Menge zu dem Haus, wo das Auto von Bruno Gröning dann herausfuhr. Und sie ist hingestürmt zum Auto, hat dann Herrn Gröning die Hand gereicht. Er ist gestanden und hat im Auto hat sie rausgereicht. Herr Gröning, bitte helfen Sie meinem Mann, helfen Sie meinem Mann. Und da hat er ihre Hand ergriffen und sie ist dann mitgelaufen, solange sie konnte mit dem Auto. Und er sagte ihr, es wird alles gut, glauben Sie nur. Ich selbst verspürte in meinem Körper ein Strömen und darauf stellten sich allerhand Zustände ein. Es arbeitete im ganzen Körper. Ich möchte heute sagen, der ganze Kerl wurde umgekrempelt. Ich konnte nächsten Tag dann nochmals in einer Massenansammlung dabei sein und konnte den Traberhof mit hoch erhobenem Stock und frei verlassen. Mein Mann hatte mir von der Fabrik oft irgendeinen Jungen geschickt, wir hatten ja kein Telefon, um mir etwas auszurichten. Und als der an die Tür klopfte, sagte ich nur, ja, Max, komm nur herein. Und auf einmal stand Herr Barwey vor mir. Sag ich, sind Sie jetzt die Treppen so hinaufgelaufen? Sagte er, ja, das bin ich gewesen. Sag ich, aber das gibt es doch nicht. Ich bin geheilt. Und ich werde große Schwierigkeiten haben. Ich muss zu verschiedenen Ärzten gehen, muss alles melden. Man entzieht mir das Geld, was ich für meine Krankheit bekommen habe, denn ich bin ja gesund. Ich kann ja ohne weiteres wieder einen Beruf ergreifen. Also wir waren natürlich alle sprachlos. Herrn Barweys Erfolgsbericht wird auch schriftlich festgehalten, um die besonderen Vorgänge zu dokumentieren. Er bezeugt eidesstattlich seine Heilung. Später wird er sogar ein enger Mitarbeiter Grönings. Seine alten Beschwerden kehren nie wieder zurück.